2020, der Caravansalon lässt grüßen und hier ist ein Variomobil Alkoven auf Basis Atego. Ja, sie sind fast jedes Jahr da oder ich glaube jedes Jahr da, nämlich Variomobil baut individuelle Reisemobile. Und hier ist der Heiko und mal wieder die Patricia. Ich grüße dich ganz herzlich, Patricia, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, das ist jetzt was ganz Neues, ein großes Fahrzeug mit oben einer Schlafkoje. Schick, Ja. gefällt's dir? Ja, wahnsinnig. Also auch riesig und wirklich sehenswert am 4. Tag der Messe. Am 4. Tag der Messe. Du bist Radiomoderatorin, das erste Mal das Thema Camping. Stell dich mal kurz daneben, 1,67 Meter bist du groß, dass wir nochmal die Größenverhältnisse haben. Ja, und das hier, das ist schon so ein bisschen, ja, so ein kleines bisschen Offroad-Charakter hat das Ganze und erinnert so an den Pferdesport. Ja, hier ist der Heiko. Grüß dich, Heiko. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, das ist ein Alkoven, ja. Richtig, ein Vario Alkoven mit einer Gesamtlänge von 9 Meter. Nur 9 Meter, muss man sagen. Wenn man den Wohnraum betritt, denkt man nicht, dass man nur 9 Meter Länge hat, weil er unheimlich großzügig wirkt. Und das liegt einfach an der Bauweise. Wir haben hier ein Atego als Basis, ein Atego 1230, das heißt 12 Tonnen und 300 PS. Und ja, das macht schon Spaß. Also Ja, die Leute suchen ja kompakte Reisemobile. Das große Problem ist natürlich auch einen Stellplatz zu finden und überhaupt reinzukommen. 9 Meter, das geht gerade so in vielen Plätzen, oder? ja, 9 Meter geht noch sehr gut. Ich meine, wir bauen Fahrzeuge bis 12 Meter und da sind wir mit 9 Meter sehr gut aufgestellt und super wendig. Ja, ich habe gehört, dass so einige Betreiber von Campingplätzen so mit Doppelachsen hinten, die haben schon so richtig Angst um ihren Rasen dann. Aber das hier, ich sag mal, das hat jetzt nur 2 Achsen. Der Vorteil ist, die Maut in Frankreich zum Beispiel wesentlich günstiger mit 2 Achsen. Ja, das ist wohl so ein bisschen so, wobei das in dieser Kategorie nicht so wahnsinnig interessant ist. Wir wollen hier komfortabel reisen und so werden die Fahrzeuge individuell für den Kunden gestaltet und ja, da entstehen schon sehr, sehr schöne Fahrzeuge. Okay, das heißt, ihr habt keine Serienbauweise vom Fließband, sondern ihr baut jedes Fahrzeug individuell. Richtig, absolut. Also der Kunde kann zu 100% sagen, was er möchte und ja, so wie es technisch umsetzbar ist, wird dann für den Kunden sein Fahrzeug gebaut. Ja, man sieht die Fahrzeuge vom Variomobil, auch ältere Modelle, sind immer noch auf der Straße. Der Wert halt unglaublich, oder? Ja, das ist das Interessante. Uns gibt es jetzt seit fast 40 Jahren und die ersten historischen Fahrzeuge sind am Markt. Das heißt, wir kriegen Fahrzeuge mit historischen Kennzeichen jetzt immer wieder angefragt. Und, Echt? Ja, sieht super interessant aus. Also ist schon eine enorme Qualität, die sehr, sehr selten ist. Atego, das ist so der Nahverkehrswagen von Mercedes-Benz, ja. Der hat bereits eine Luftbremse, nehme ich an, oder? Ja, der hat eine Luftbremse, der hat eine Vollluftfederung, der hat Abstandsregeltempomat, der hat alle Notbremsassistent hat man mir sagen lassen. Da vorne sind sie drin, ja. Und er hat natürlich auch eine Mautbox, denn ich sag mal, in der Gewichtsklasse, da ist es nicht mehr mit einem Abzeichen auf der Scheibe geschehen, oder? Nee, genau. Also das ist jetzt eine Box, die vom Kunden schon eingesetzt wurde, weil das Fahrzeug schon unterwegs war. Und ja, ihr habt viele Kunden, die bereit sind, die Fahrzeuge euch zu geben. Die sind sehr stolz auf das Variomobil. Das heißt, hier vielleicht mal ganz kurz so kleine Details, wie ihr habt hier von Laser, das kenne ich nur aus dem 4x4 Offroad, habt ihr richtiges Licht eingebaut, richtig? Ja, genau. Das ist eben so die Möglichkeit für den Kunden dann vom Fahrerplatz aus zu sagen, Mensch, ich brauche mal eben ein bisschen Ausleuchtung und dann lege ich den Schalter um. Ja? Und das ist zum Beispiel so eine Sache, was der Kunde dann wählen kann. Und, Die Reichweite von einem Licht ca. 1 Kilometer, richtig? Ja, genau, ist enorm, ja. Hier vorne, man kann richtig schön schauen. Ja, ich habe gesehen, im Actros gibt es jetzt neuerdings digitale Spiegel. Ja, das ist natürlich in der Klasse noch nicht da. Die Fahrzeuge sind neu, die Fahrgestelle, die ihr einsetzt. Ja, wir bauen immer auf neuen Fahrgestellen, weil wir natürlich die aktuelle Technik haben wollen. Wir brauchen die aktuelle Abgasnorm und ansonsten macht das keinen Sinn. Ja, sehr schön. Ja, vielleicht gehen wir mal kurz drum herum. Ich habe gesehen, Birdview ist bereits eingebaut. Das kam wann ungefähr, Birdview? Ja, wir sind jetzt seit 3 Jahren damit in Funktion und die ändern immer mal wieder die Systeme. Das heißt, wir sind jetzt bei HD. Das heißt, Achso, es sieht auch richtig gut aus. Das heißt, macht ein gutes Bild, genau. Und also ist sehr, sehr hilfreich beim Fahren und gerade bei großen Fahrzeugen ein Muss. Ja, vorne ist die Anhängerkupplung, der kann so richtig was ziehen, richtig? 3,5 Tonnen können wir ziehen und so hat der Kunde eben die Chance, sein Boot oder sein Sportwagen oder sein Oldtimer dann doch noch
mitzuziehen, auch wenn er hier in diesem Fahrzeug keinen Pkw platzieren kann, weil er eben nur 9 Meter ist. Ja, 9 Meter. Wenn du mal gerade so lieb bist, Heiko, mach mal kurz auf hinten, Ja. dass wir da mal reinschauen. Eine zentrale Klappensteuerung, korrekt? Oh, abgeschlossen. Abgeschlossen, ist nicht schlimm. Die ist zentral. Wenn du mal so lieb bist, vielleicht können ein Kollege uns mal aufmachen. Wir müssen auf jeden Fall mal reinschauen. Ist zentral, ja. Der Kollege ist gerade schon unterwegs, der holt mal eben nicht. Das ist nicht so schlimm. Das, Fenster, Echtglas? Selbstverständlich, doppelt verglast als Echtglasfenster. Ja, hat den Vorteil nochmal, wenn man jetzt an Bäumen vorbeischraubt, da passiert nicht so viel, oder? Richtig, da brauchen wir nicht Angst haben, dass wir irgendwas verkratzen oder auch Einbruch ist natürlich ein Thema. Das ist alles nicht so ganz einfach mit so einem Echtglasfenster. Ja, man muss auch erstmal hochkommen da. Also das ist ja auch noch so ein Thema. Ja, die Aufbautür, die macht mir auch einen sehr, sehr soliden Eindruck. Und vielleicht ganz kurz, die Seitenwände, aus welchem Material sind die? Das ist GFK, also wir haben ja eine Sandwich-Bauweise. Die Außenhaut ist auf GFK. Wir pressen die Wände selber und haben somit die Chance eben ein sehr hochwertiges GFK zu bekommen mit einem recht großen Glasfaseranteil. Und somit haben wir eine super stabile Außenwand. Ja, oben habt ihr eine Reling angebracht, die sieht man auch sehr selten. Das ist auch sehr praktisch, da kann man ganz viele Dinge festmachen. Aber ich sag mal, man geht ja auch schon mal aufs Dach drauf, oder? Man geht aufs Dach drauf, man muss mal aufs Dach drauf, zum Beispiel im Winter, um den Schnee runterzuräumen. Oder auch eben das Dach sauber zu halten während der ganz normalen Zeit. Und es kaschiert eben so ein bisschen diesen Höhenunterschied, den wir bauen. Diesen Höhenunterschied, den wir bauen, der hat einen Grund, denn wir haben hier im hinteren Bereich die Sattantenne, die Dachhauben. So, das schützt das Ganze nochmal so ein bisschen, ja. Das schützt das Ganze und wir bauen nicht höher mit dem Fahrzeug, obwohl wir dann so eine Höhe im Alkoven generieren können. Okay, das heißt, ihr habt eine Rahmenverlängerung quasi mit eingebaut, die optisch dann, ich sag mal, dem Fahrzeug so einen Schliff verleiht, ja, wie aus einem Guss. Ja, ist so typisch für unsere Fahrzeuge, sowohl beim Alkoven als auch beim integrierten Auto. Sehr schön. Sind sie auf, die Klappen? Ich frage mal ganz ketzerisch. Er hat den Schlüssel dabei. Prima. Hat der jetzt eine zentrale Klappensteuerung? Ja, hat er, aber das war jetzt für mich einfacher, den Schlüssel zu holen. zu betätigen. Also das heißt, ich habe immer noch die Möglichkeit, einen Schlüssel zu nehmen. Hier ist das neue Thule-System drin. Slide-Out, richtig? Genau, ein Veloslide, den ich mal eben so rein rausziehen kann. Genau, wenn du mal gerade so lieb ist, den mal rausnimmst, ganz komplett. Ja. Ich will nur mal sehen, wie weit er rausgeht. Ja, den kann ich halt wirklich so rausnehmen und dann von der Seite eben die Fahrräder platzieren, super befestigen und insgesamt dann wieder nehmen und eben wieder reinfahren. Ne? Ja, sehr schön. Ja, ihr setzt auf Victron Energy. Ihr seid zufrieden damit? Ja, sehr. Ich meine, es gibt da verschiedene Systeme. Die Victron-Komponenten sind super zuverlässig. Das ist das, was wir brauchen, denn diese Elektrokomponenten ist das Herzstück des Autos. Wenn das nicht funktioniert, dann heißt es gleich, das ganze Auto funktioniert nicht. Und deswegen ist es super wichtig, dass man da auf stabile Komponenten zurückgreifen kann. Ja, das Ganze ist sauber verlegt, das kennt man von euch. Ja, ihr habt eine große Waschmaschine mit drin, die steht dort hinten drin. Und ich zeige mal ganz kurz die Verrohrung, das ist so ein kleines Detail, wie schön das gemacht ist. Das heißt, selbst an Stellen, wo man nicht hinkommt, ist es schön, oder? Ja, so ist es wohl, weil schön heißt nicht nur schön vom Schauen her, sondern auch sauber und handwerklich akkurat verarbeitet, um dann auch einfach die Übersicht zu haben und auch für den Kunden oder in dem Wartungsfall einfach mal sauber dran zu kommen. Lithium? Lithiumbatterien, in diesem Fall sind das FT-Batterien, also Gelbatterien, wollte der Kunde, ist auch in Ordnung. Also die kriegt man auch nicht kaputt, muss man auch fairerweise sagen. Ja, die sind unglaublich belastbar und ich sag mal, in der Preisklasse ist das Gewicht natürlich kein Thema. Da kann ich einbauen, was ich will, oder? Richtig, also die kriege ich nicht kaputt. Normalerweise sagen wir immer so Batteriehaltbarkeit zwischen 3 und 7 Jahren, je nach Pflege. Okay, die sind gar nicht so teuer. Vorteil ist auch, man kriegt sie überall. Das heißt, wenn ich damit mal eine Panne habe im Ausland, dann brauche ich nicht irgendwas machen. Ich gucke mir mal ganz kurz nochmal die Waschmaschine an, denn das habt ihr sehr, sehr schön integriert, auch mit dem Filz, was ihr da gemacht habt. Sie ist mir nämlich zunächst gar nicht aufgefallen. Ja, so soll das sein. Ne? Also ist gut zugänglich. Mal gucken, was ihr habt. Eine AEG habt ihr drin. Und ja, das ist natürlich für den Wechselrichter kein Problem, oder? Das zu erhitzen? Nee, das funktioniert. Gut, ich muss natürlich gucken, wie ich mit den Batteriekapazitäten dann klarkomme, wie lange ich waschen und trocknen möchte. Achso, da ist auch ein Trockner eingebaut. Das ist ein Waschtrockner, genau. Okay, ich kann ja wählen, jetzt im Sommer muss ich ja nicht trocknen unbedingt, es sei denn, ich habe eine Steckdose. Genau, dann suche ich mir eine Steckdose und habe das im Prinzip wie zu Hause und kann
das ausdehnen, so wie ich möchte. So, ich zeige das mal ganz kurz. Man kann hier richtig schön durchladen. Das heißt, von der Höhe her ist es auf der anderen Seite ein bisschen größer. Da ging auch ein Roller rein, richtig? Ja, genau, so ist es gedacht, dass wir hier die Linie hier durchziehen, reicht, um an die Waschmaschine dran zu kommen. Auf der anderen Seite ist es eben gedacht, um da Fahrräder, Roller, sonstiges reinzufahren. Ja, das sieht gut aus. Hier vorne ist noch eine Klappe. Was ist da drunter? Gut, auch je nach Kundenwunsch haben wir hier dann ein Staufach. Es kommen dann die Gasflaschen auf dem Auszug. Aber das Tank, der hat den Gastank. Ja, hat er auch. Den sehen wir jetzt nicht, der ist parallel zur Kardanwelle angebracht. Hier ist die Gastank-Fernbefüllung. Daran sehen wir es, dass es einen Gastank hat. Das heißt, ich kann Gasflaschen, 2x11 Kilo Gasflaschen nutzen oder eben den Gastank. Da ist auch direkt der Gasaußenanschluss ist dabei. Und was sehr schön ist, ihr habt einen Do-Control mit dabei. Das heißt, wenn ich jetzt auf Winterurlaub bin, ja, da kann ich den Gastank vielleicht nicht befüllen. Da kann ich mir Gasflaschen denn holen, richtig? Das ist das Schöne, das ist das, was ich den Kunden immer erkläre, warum ich sage, Mensch, nur Gastank ist so ein bisschen so eine Sache, weil ich einfach sage, wenn der Gastank leer ist, was mache ich? Ich müsste das Auto abrödeln, um den Gastank zu betanken, und so habe ich eben die Chance zu sagen, ach, eine Gasflasche kriege ich, die hole ich mir, stell die rein und weiter geht's. Das könnte die Hubstützensteuerung sein. Nee, ich weiß es nicht. Ja, ist richtig, ist die Hydraulikanlage für die Hubstützen. Das heißt, man kann sie noch manuell bedienen im Notfall. Genau, das ist diese Nothandbedienung, wo ich sage, okay, wir hätten Stromausfall, warum auch immer, Batterien kaputt, Batterien leer, wie auch immer. Dann habe ich die Chance, mit dem Hebel hier manuell im Notfall noch die Stützen einzufahren. Das soll schon mal vorgekommen sein. Die Technik ist ja nicht unfehlbar. Das ist auch der Grund. Wir werden uns gleich mal innen umschauen. Ihr setzt auf einzelne Bedienelemente, richtig innen. Wenn mal eins kaputt geht, nicht gleich das ganze Auto kaputt. Finden wir immer ganz gut, dass man nicht alles so kompakt hat, weil wenn dieses eine zentrale Element dann ausfällt, dann habe ich gleich alles nicht mehr in Funktion, und deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, auch ein paar Komponenten so einzeln zu haben. So, hier vorne kann man hochklappen, da ist der Dieseltank drin. Füllvermögen von dem Tank? Der hat jetzt 300 Liter. Okay, das macht Sinn. Das heißt, Spritverbrauch von den neuen Artegos, unvorstellbar. Also Actros fährt man mittlerweile mit 19 Litern bei 16 Tonnen, wirklich. 17 sogar. Ja, so sagt man. Nee, es geht wirklich. Wir haben es ausprobiert. 17 Liter auf 100 Kilometer beim Actros, beim ganz neuen. Okay. Das geht. Und man muss ja auch vergleichen, die Standzeit, die Leute fahren ja nicht andauernd, oder? Sondern man fährt ja von einem Platz zum anderen oft, oder? Ja, genau, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Die einen sagen wirklich, ich stehe 2 Tage irgendwo und dann bin ich wieder unterwegs. Dann gibt es natürlich auch den, der sagt, ich stehe 3 Monate in Spanien meinetwegen und bewege mich gar nicht. Genau, dann ist der Spritverbrauch gering. Und dann ist er sehr gering, genau. Dieselheizung, ist das ein Thema für euch mittlerweile? Absolut. Wir hatten jetzt gerade einen Termin dort gehabt, um das nächste System in Betrieb zu nehmen, anzuschauen. Das heißt, wir haben heute schon Dieselheizung im Einsatz mit 17 kW Leistung. Das ist eine Blaubrennerheizung. Das ist praktisch wie zu Hause, kann man sagen. Das ist genau wie zu Hause, da kommen die eigentlich auch her, diese Heizungen. Wir haben jetzt eine kleinere Variante bekommen, um auch für kleinere Fahrzeuge, ich sag mal 9, 10 Meter mit 5 kW dann zu heizen, eben auch mit Diesel. Wenn du gerade so lieb bist, da auch mal aufmachst. Ja. Leute wollen ja immer wissen, was ist hinter diesen ominösen Klappen hinter. Denn ja, wieder ein Staufach. Ah, aber lang. Genau, da geht's durch bis zur anderen Seite vom Rahmen, und so habe ich die Chance, hier Tische, Stühle, sonstiges unterzubringen. Ja. Aber auch diese Aufteilung der Staufächer kann man im Prinzip mit dem Kunden besprechen. Ja? Frei wählbar quasi. Genau. Dann gibt es ja noch den, der einen Generator haben möchte. Wo packe ich den jetzt hin? Ja, und so teilt man das dementsprechend auf. Sehr schön. Ja, wir gehen am besten mal rein, beziehungsweise ich nehme an, die andere Seite hat auch noch 1, 2 Klappen, die wir uns vielleicht mal anschauen können. So, hier vorne ist es AdBlue. Genau, das ist AdBlue. Ich mache mal eben auf hier. Sehr gerne. So, denn wegen Zeiten von Corona, es dürfen nicht viele Leute rein zeitgleich, richtig? Richtig, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ich muss sagen, das klappt hier echt sehr, sehr gut. Alle sind sehr diszipliniert. Und ich habe da echt keine Bedenken, muss ich sagen. Ja, das Konzept von der Messe habt ihr zusammen mit der Messe ja mitbestimmt. Also viele haben das mitbestimmt. Was sind das da hinten so für tolle Rohre, die dran sind? Ja, also wir haben hier das Entsorgung? Das Entsorgungsfach, genau. Ja. Wir sehen einmal den rechten Stutzen. Das heißt, das ist der Entsorgungsstutzen, wo ich Abwasser und Fäkalien entsorge. Da stecke ich meinen 3 Zoll Entsorgungsschlauch drauf.
der jetzt in dem Köcher dort links daneben steckt. Ah, okay, da ist der Schlauch drin. Genau, da ist der Schlauch drin und da kommt man dann noch ein bisschen besser dran, wenn man hier die Klappe offen hat. Eine Fernentsorgung habt ihr nicht mit Kamera? Auf Wunsch schon, oder? Auf Wunsch schon. Das ist immer die Frage, wie will ich es machen. Ne? So, und hier habe ich die Lilje-Pumpe, Druckwasser, die da ist. Und da ist die Energiezufuhr von unten. Genau, da haben wir eine Bodendurchführung für den Außenstromanschluss. Sehr praktisch, weil es einfach dicht, hängt nicht hier außen am Fahrzeug irgendwo rum, sieht nicht hässlich aus, ist gut versteckt. Ja, es sollen ja bereits schon Mäuse durch so kleine Öffnungen gekommen sein. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie Mäuse sich klein machen können, um durchzukommen, oder? So ist es wohl und das ist hier zum Glück nicht mehr möglich. Krass, ihr habt's hinbekommen. Wir haben wirklich an alles gedacht, weil wir es auch alle schon erlebt haben, muss man sagen. Ja, ich hatte schon Mäuse im Wohnmobil und ich habe gefragt, wie sind die reingekommen? Das ging irgendwie sie rein, ja. So ist es. Ja, ich zeige mal ganz kurz ein kleines Detail, eine Armatur von Hans Groh. Genau, das ist jetzt die Außendusche. Ja, und dass der Kunde sagen kann, auch ich kann meine Füße draußen abspülen, vielleicht sogar den Hund, genau. Ja. Das Fahrrad. Ja, das ist so. Was auch immer, genau. Was auch immer, ja. Das sind so Einsätze. Also wer jemals sagt, das braucht man nicht, ich brauche es die ganze Zeit, weil wenn man jemals in Südfrankreich war, am Sandstrand, dann schleppt man nicht das ganze Zeug mit rein. Ja, ist perfekt. Gerade so sandige Füße abspülen ist schon toll, ja. Cool ist, mit wie viel Detailliebe ihr hier alles gebaut habt. Ist das hier Edelstahl? Das ist das Schöne, das ist jetzt so ein Aluminiumkasten, aber mit Edelstahlschrauben, ja. Oder hier diese Führung. Die schafft Vertrauen. Auch eben, ja danke, das soll auch so sein. Und da sieht man eben, dass sowas auch nach 20, 30, 40 Jahren noch funktionieren wird. Klappern, wie sieht es damit aus? Nein, also wenn es ein Wohnmobil gibt, was nicht klappert, dann kommt das aus unserem Hause. Sehr schön. Ich habe natürlich immer, anders als beim 7er BMW, immer mehr umbauten Raum, den ich durch die Gegend fahre. Und dadurch bedingt habe ich nicht wie im 7er BMW oder in der S-Klasse ganz geräuscharm, aber wenn es, wie gesagt, leise Wohnmobile gibt, dann kommt es bei uns aus dem Haus. Heiko, wir haben noch eine Klappe vor uns, dann haben wir es geschafft außen. Ja. Denn die Neugier der Leute ist unergründlich und es wird ja auch immer gleich mit erklärt, wozu sind die Klappen da. So, ich nehme mal an, ihr bietet alles, Außenfernseher, aber nicht hier jetzt in dem Fahrzeug. Denn, also man muss sagen, das kann man machen, haben wir jetzt hier nicht. Ihr habt ja den Messekram. Und hier haben wir Messekram drin. Ja, sieht nicht gerade aufgeräumt aus. Nee, aber, ist vollkommen in Ordnung. Das ist halt dann mal so. Ne? Also es ist mit dem Filz ist schön gemacht. Also das ist Industriefilz, nehme ich an, oder? Das ist Industriefilz. Wir finden das ganz schön, weil auch so Sachen auf dem Boden dann einfach nicht rutschen. Ja? Die stelle ich auf und rutschen dann nicht hin und her. Sicherlich gibt es auch den Kunden, der sagt, oh, ich möchte unten einen PVC-Belag haben oder einen Vinylbelag haben. Geht, wenn das will, kein Problem. Genau. Ja, die Gasdruckfedern, ich zeige mal drauf, gleich 2. Andere Hersteller hätten da jetzt nur eine vielleicht, aber ihr habt auch bei kleinen Klappen 2. Wenn überhaupt eine Gasdruckfeder, ja. Aber nein, wir bauen die ein, weil wir sagen, Mensch, das ist Komfort und sehr, sehr schick. Ja, jetzt haben wir alles. Das Schöne ist, der Spannungsbogen ist jetzt perfekt. Ihr habt hier so eine Designertür drin, die unglaublich hoch ist. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist fast so eine Architektentür. Sie ist nicht besonders breit, aber sie ist unglaublich hoch. Und das verleiht der ganzen Sache so einen unglaublichen Schick, so ein bisschen Bauhaus. Ja, okay. Ja, also gut, wir brauchen halt die Durchgangshöhe, weil wir 2 Außenstufen haben. Und die Treppe verlängern innen. Und die restlichen Stufen innen haben. Das gibt ein sicheres Gefühl beim Eintreten. Ja? Vielleicht auch, wenn ich mal ein Glas Wein getrunken habe, fühle ich mich einfach sicher, weil ich rechts und links geführt bin. Das hast du lieb gesagt gerade. Ja. Denn es soll ja mal passieren, dass vor der Tür auf Stuhl man andere Leute einlädt und auch mal ein Glas Wein trinkt. Könnte so sein, ja. Ja, die Belederung, ist das Leder? Was ist das hier? Nein, das ist kein Leder, weil wir sagen, wenn wir die Tür so offen stehen haben, ist Leder, UV, Regen, vielleicht auch mal ein Vogeldreck dort drauf, ist recht empfindlich. Und hier haben wir ein spezielles Ultra-Leather, was super pflegeleicht ist, eine super Haptik hat und noch mit einem Moosgummi kaschiert ist. Also finde ich, macht einen super tollen Eindruck. So, das Fahrzeug war jetzt ein bisschen in Betrieb, das hier ungefähr? Genau, das Fahrzeug ist schon ein Jahr in Betrieb gewesen. Okay, das heißt Kinderkrankheiten. Das ist ja oft so, man kauft so ein Fahrzeug vom Fließband und dann fährt man erstmal 20 Mal zum Händler. Wie läuft das bei euch? Das ist im Normalfall nicht so. Kinderkrankheiten kennen wir nicht, weil jedes Fahrzeug ist bei uns ein Unikat und jedes Fahrzeug muss am ersten Tag funktionieren. Baudauer von so einem Fahrzeug? Kommt drauf an. Also dieses Fahrzeug ist jetzt
ja nicht so die größte Variante, die wir bauen. Oh, die macht er in 2 Tagen. Ja, ganz so nicht. Also ich sag mal, wir brauchen bei so einem Fahrzeug um die 4.500 Arbeitsstunden Krass. bis hin zum 12 Meter, dann nachher mit 9.000 Arbeitsstunden. Ja, ich habe immer nur so Varios gesehen, da war die Inneneinrichtung doch recht rustikal. Ich nehme an, das waren etwas ältere Modelle. Der hier, so, im Prinzip, wenn man so reinkommt, das ist Möbelbau Stand der Zeit, natürlich, oder? Das ist aber nicht Möbelbau Caravan-Technik, sondern Möbelbau High-End. Ja. Und auch das Design vom Möbel heißt hier in Asteiche vom Korpus her und die Klappen in Schleiflack weiß Massiv? bestimmen die Kunden. Nein, massiv nicht. Sie können leider heute mit einem Massivholz nicht mehr arbeiten, weil die Massivhölzer immer schlechter geworden sind. Und Die verziehen sich dann stark, oder? verziehen sich stark und haben wir früher gemacht, aber wir arbeiten heute mit einem Echtholzfurnier und da kriegen wir auch schöne Sachen mit hin. So, wir gehen mal kurz rein, denn das Allerwichtigste ist natürlich Patricia, die schon sehnsüchtig wartet auf die Kamera. Du hast mittlerweile Fans sogar, habe ich gemerkt, ja. Auf YouTube, wo wir die Videos zuerst hochladen, gab es schon Kommentare, ich liebe Patricia, War es tatsächlich trotz Maske. Wahnsinn. So, und hier, es ist ja mal was ganz Besonderes. Das heißt, gut, wir haben einen Alkoven. Man merkt so richtig direkt. Das heißt, hier habe ich die Sitzgruppe im Heck. Ja, ist eine außergewöhnlicher Grundriss, sage ich mal. Heißt, wir haben eigentlich ein 2-Personen-Wohnmobil, was für einen Alkoven recht selten ist. Normal ist ein Alkoven ja für 4 Personen gedacht oder mehr. Hier ist es eben so, dass die Kunden im Alkoven einen Längsschläfer wollten. Und im Heck. Heiko, einen ganz kurzen Augenblick. Ich Ja. muss mal gerade die Küchenplatte zeigen. Gerne. Ihr habt was hinbekommen. Ich werde dich auch gleich wieder hinbekommen. Das ist die längste Küchenplatte, die du je gesehen hast, glaube ich, hier auf der ganzen Messe, oder? Ja, auf jeden Fall. Vario, du hast es ja schon gesagt, war besonders bekannt durch seine rustikale Innenausstattung. Ja. Ich finde, dieses Flair von dem Rustikalen kommt hier immer noch rüber. So ein bisschen, ja. Und durch diese dunkle, große Arbeitsplatte und die weißen Schränke, aber trotzdem diesem rustikalen Flair, finde ich, es ist nicht zu modern, aber auch nicht zu altmodisch. Also es ist genau richtig. Ja, genau. Es ist noch ein ganz kleines bisschen Landhausoptik mit dabei. Ich sag mal aber nur ein ganz kleines. Aber allein die Schränke, die ihr hier verbaut habt, das ist ja wohl ein Hammer. Also einfacher kann man sie nicht mehr reinigen, oder? Ja, genau. Wir lieben diese Schlichtheit und das hast du ganz gut gesagt, Patricia. Wir haben so einen Stil, wo wir sagen, wir wollen eine Linie durchziehen. Ja? Und das ist was man sich auch nach 5, 6, 7, 8 oder 10 Jahren noch anschauen kann. Zeitlos. Es ist zeitlos, ganz genau. Ja, ihr habt trotzdem die neuesten Appliances eingebaut. Dometic bietet mittlerweile einen 230 Volt Kühlschrank, habe ich gehört, ja. Und das ist ja mehr und mehr im Kommen, dass viele Appliances dann mit 230 Volt betrieben werden, nicht mehr mit Gas und die Heizung mit Diesel. Wie seid ihr da? Ist da schon die Anfrage von den Leuten? Ja, kommt immer mehr, muss man sagen. Man muss gucken, wie man mit der Batteriekapazität umgeht. Ich finde, Gas ist auch absolut okay und je nach Größe des Fahrzeugs und je nach Nutzen der Kunden muss man schauen, was ist da richtig. Sinnvoller sogar teilweise, weil Ja. ich sag mal, die meiste Energie geht ja auch weg beim Kochen und beim Heizen und Gas ist da recht effizient. Ja. Und es gibt auch, wenn man es ordentlich wartet, keine Unfälle. Ich nehme an, ihr hattet gar keine bisher, oder? Also wir hatten die ganzen fast 40 Jahre nicht einen Gasunfall. Das ist so, ja. Das ist was ganz Besonderes. Heiko, klär mich auf, dieser Kühlschrank, den haben wir schon oft gesehen, aber er macht wirklich Sinn, oder? Ja, ist ein schönes Detail, weil sie hier einen AES-Kühlschrank haben. Heißt, er funktioniert auf 12 Volt, auf Gas und auf 230 Volt. Wie die Patricia schön zeigt, ist eben von beiden Seiten zu öffnen. Recht pfiffig. Ja, und das nenne ich ja mal, Patricia, zeig mal kurz. Ja, da ist es. Das nenne ich ja mal eine Technik. Das heißt, ich kann stehend an die Sicherungen. Das wünsche ich mir manchmal. Ja, auch das ist so ein Thema, wo wir sagen, Mensch, so eine Sicherung, die fliegt eigentlich nicht raus, aber wenn sie dann doch mal fliegt, einmal in 5 Jahren, dann ist es schön, wenn sie greifbar ist und nicht irgendwo im letzten Ecke, wo ich dann vielleicht gerade unter der Dusche mit meinem Schaum in den Haaren stehe und dann nach draußen flitzen muss, um die Sicherung zu ersetzen. Wahrscheinlich habt ihr einen eigenen Grafiker, der nichts anderes macht, als diese wunderschönen Beschriftungen zu designen. Denn die sehen so aus, also es sieht definitiv aus, als käme es jetzt, ich sag mal, ja, wie soll ich sagen, aus dem Space Shuttle und wir würden gerade zum Mond fliegen, ist perfekt beschriftet. Ja, aber auch das macht Spaß. Ja? Das macht auch Spaß, wenn ich weiß, okay, die Sicherung 1 ist für Kocher, Radio
und die Sicherung 2 ist für ein TV, weil ich dann einfach weiß, okay, die ziehe ich jetzt, weil mein TV nicht geht, tausche ich aus und dann geht es weiter. Ja. Ich brauche kein Handbuch, das ist der Vorteil. Also ich kann alles ablesen. Ja, viele schreiben das ja dann mit Bleistift und einem Blatt, das liegt dann da so drin und im Notfall hat man ja Hektik, ja. Ja, genau. Das ist meistens so, wenn man eine Sicherung austauschen will, ist die Ruhe nicht mehr so da. Ja, sehr schön. Die Klimaanlage, ich glaube, die ist Muss in so einem Fahrzeug, oder? Ja, die ist ein Muss in so einem Fahrzeug. Natürlich muss ich auch immer gucken, wie betreibe ich die, ja, weil letztendlich brauche ich 230 Volt. Das ist die einzigste Möglichkeit, dass eine Klimaanlage effektiv funktioniert. Wo kriege ich die 230 Volt her? Wie ist der Campingplatz abgesichert? Wie kann ich es machen? Über Batterien? Ja, technisch möglich, über einen Wechselrichter. Aber eine Klimaanlage funktioniert eigentlich nur, wenn ich die wirklich über Stunden laufen lasse. Und dann könnte es mit meiner Batteriekapazität irgendwann eng werden. Ja, der Alkoven hat den riesen Vorteil, das Fahrhaus kann man abtrennen. Das heißt, auch wenn es sehr heiß ist, packt die Fahrerklimaanlage dann auch die Temperatur. Beim vollintegrierten nicht so. Also da kann ich während der Fahrt schön kühl sein. Richtig, das ist der Vorteil beim Alkoven. Wobei wir natürlich auch da eine Lösung haben. Wir bauen nämlich eigene Klimaanlagen, die dann natürlich super effektiv sind, leise sind, ja, die man dann auch einsetzen kann. Die man praktisch noch ergänzen kann zu der Fahrhausklimaanlage. Ja, ich setze mich mal ganz kurz hier hin. Der Fernseher, also der ist schon perfekt platziert. Das heißt, ich könnte mal gerade, Patricia, wenn ich mal ganz kurz da hinlümmelst und da ist ein kleines Kissen, vorsichtig, nicht die Füße drauf. Der Besitzer sieht das Video. Und dann, und da könntest du jetzt direkt Netflix gucken. Denn ich sag mal, du bräuchst nur einen kleinen Stick, einen Amazon-Stick, einen WLAN-Router und dann könnte schon losgehen. Ja, die Echtglasfenster, ist cool. Das gefällt mir. Ja, macht schon Spaß. Vor allen Dingen, wenn sie geschlossen sind, habe ich auch eine dementsprechende Dämmung. Und also Geräusch und Isolierung gegen Thermik. Also das ist schon eine schöne Geschichte. Ja, hier die Schubladen. Darf ich die mal kurz sehen, eine beispielsweise? Ja, machen wir alles auf. Also ich weiß jetzt auch nicht, was wo drin ist, aber im Moment ist er leergeräumt. Also von daher, auch das sind natürlich Auszüge aus dem wirklichen Küchenbereich und aus einer vernünftigen Küche. Und mit Selbsteinzug und also wie man es kennt von zu Hause, von einer hochwertigen Küche, das ist hier eingebaut. Mhm. Ja, hier vorne, die darf nicht fehlen. Normalerweise die Nespresso, hier ist eine Dolce Gusto drin, das kann man frei wählen, aber ich mache einfach zu, dann ist sie weg. Richtig, den Schiebeschrank kann ich runter machen, kann ich zumachen. Ah nee, es ist doch eine Nespresso, ich sehe es gerade. Nee, ist Dolce Gusto. Und ihr habt endlich mal genug Steckdosen eingebaut. Ja, auch das, weil da steht normal auch noch ein Toaster da drin und so hat der Kunde alle Möglichkeiten. Sehr schön. So, ich guck mal gerade. Ja, das ist Kombi? Genau, und das ist jetzt ein Dampfgarer sogar in diesem Fall, so wie der Kunde es wollte. Weil sie arbeiten auch zu Hause damit und sagen, Mensch, wenn wir unterwegs sind, dann wollen wir darauf nicht verzichten. So, ich zeige mal gerade das Bodendekor, wie schön das ist. Grau. Aber das Weiße ist eh schon sehr, sehr weiß. Das heißt, es gibt den ganzen Raum eine unglaubliche Tiefe, die mit drin ist. Die Tür kann ich schließen hier? Die Tür, die kann ich schließen. Das ist eine Schiebetür. Die ist hier oben verriegelt, Patricia, damit sie während der Fahrt eben nicht zufällt. Und ja, die kann ich jetzt schließen, von innen verriegeln, wenn ich mag. Patricia, sag mal was. Das ist krass. Aber gut, so soll es ja auch sein, oder? So soll es sein, genau. Das ist, wie man sieht, auch ein bisschen stärker, als es normal der Fall ist. Und das macht einfach Spaß. So, hier vorne ganz wichtig, direkt am Eingang habe ich meine Haken, denn da gehören sie auch hin. Und ich zeige mal einen Teil von der Technik, der ist hier vorne, wir haben es ja schon erwähnt, dass ihr also auf eigene praktisch Appliances setzt. Das Bedienteil habt ihr selber gemacht oder selbst designt? Das Bedienteil ist für uns gemacht worden, ja, haben wir selbst designt, wobei das jetzt auch schon ein paar Jahre im Einsatz ist und wir sind derzeit dabei und haben schon etwas was anderes, was Neueres da. Das heißt, das wird auslaufen. Super, aber es funktioniert hervorragend. Nein, es funktioniert super und ich sag mal, es ist auch so, dass die Kunden nicht unbedingt alle Smartphone-affin sind und sagen, sobald ich das Wohnmobil betrete, möchte ich mein Smartphone rausholen und irgendwelche Lampen ausschalten können oder irgendwelche Tankgrößen abfragen. Nein, manche Kunden wollen einfach noch einen einfachen Schalter haben, einen einfachen Lichtschalter und sagen, pass auf, hier geht das Licht an. Und genauso ist es beim Bedienteil. Klar muss ich die Tankgrößen abfragen können, aber das kann ich übers Bedienteil und nicht über ein Smartphone, wo vielleicht sogar gerade der Akku leer ist. Ja, schön auch hier oben. Ihr habt hier Stoff oben drauf. Das ist natürlich fürs Raumklima optimal, oder? Ja, genau. Das ist ein Velour, der
einfach die Akustik nice macht. Und, Genau, wenn du mal kurz rüberfährst, so ein bisschen, dass man mal so die Haptik sieht und wenn du die mal beschreibst. ja, das ist ein Velour, den wir für uns fertigen lassen, der eben genau auf unsere Stärke abgestimmt ist, auf das, was wir verkleben können an der Decke. Und das Erstaunliche ist, manche fragen, ist das wirklich pflegeleicht? Aber ich könnte jetzt ein Auto zeigen, was gerade zurzeit bei uns im Werk steht, was 20 Jahre alt ist, was 330.000 Kilometer gelaufen hat, was die ganze Welt gesehen hat. Und da sieht der Velour aus wie am ersten Tag, ohne den jetzt gereinigt zu haben. Ja, es stimmt. Also mir ist tatsächlich mal, mein Sohn hat einen Nespresso, ich habe auch so Velour im Auto an der Seite dagegen und dann nimmt man, im schlimmsten Fall gibt es so einen Tornador, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein kleines Gerät zum Reinigen drauf und Ende Gelände. Also man kann es wirklich reinigen, das heißt, das ist Profiqualität, richtig? Absolut, ja. Prima. Ist da was drunter hinter der Klappe? Ja, Wahrscheinlich. auch so ein Platz wird genutzt für Sachen, die der Kunde nicht ständig braucht. Ja. Eben die Bedienung Sattanlage, Hydraulikstützenbedienung, ja. Die Stützen, die ihr habt, die kenne ich. Wenn du mir kurz den Hersteller sagst. Die Stützen wirst du nicht kennen, weil die Stützen Sind von euch. sind eigene Stützen, die Echt? wir fertigen lassen. Die kommen aus dem Industriebereich. Was du meinst, ist die Steuerung dafür. Die Steuerung habe ich nämlich jetzt gesehen bei einem anderen Hersteller. Mit Genau, das ist HPC, die HPC, Steuerung. ja. Aber eben die Stützen sind spezielle Stützen, doppelt wirkende Zylinder, die im Prinzip am Bagger dran sind, wo wir wissen, ja, die funktionieren auch morgen noch und können ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen überdimensioniert, aber auf jeden Fall immer safe. Ja, ich hatte letztes Mal ein Video, da war mal in Koblenz irgendwo da in der Nähe und da waren EP-Stützen im Einsatz. Eine hing, es ist passiert. Gut, die sind ja auch oft im Einsatz, aber wichtig ist, es darf eben nicht passieren oder sollte nicht passieren, auf keinen Fall. Ja, wir haben uns ja vorhin schon im Staufach diese Nothandbedienung angeguckt. Da gibt es eine schöne Story davon. Ein Kunde, der bei uns ein Auto bestellt hat, hatte vorher ein Fahrzeug eines anderen Herstellers und der stand auf der Fähre und vorne an und musste als erstes raus. Stand auf Stützen und die Stützen fuhren nicht rein. Und dann musste er rausfahren. Nichts ging, weil die Stützen nicht reinfuhren. Und als er bei uns ein Auto bestellte, sagte er, pass auf, ich brauche unbedingt eine Nothandbedienung, weil das möchte ich nicht nochmal erleben, wenn 100 Autos hinter mir stehen und sagen, ey, raus jetzt und du kommst nicht raus. Ja, zumal der Schadensersatz, die Fähre steht, die Leute kommen nicht raus, das kann schnell in die Tausende gehen, wenn der Betreiber sagt, hier. Ja, Patricia, Ja. das erinnert überhaupt nicht an Wohnmobil, das Bad, oder? Nein, also überhaupt nicht. Und wie gesagt, ich bin ein Fan von diesen weißen Schränken oder dieser weißen Oberfläche und diesem rustikalen Holz. Sieht wirklich klasse aus. Wahrscheinlich kann man die Handtuchhalter raus. Ja, und zwar ziemlich weit sogar. Das ist gut, denn es gibt nichts Schlimmeres wie fehlende Handtuchhalter. Ja, genau. Das sagt mir auch immer wieder jeder. Aber die Kombination aus dem Weißen und dem Holz ist sehr gelungen, oder? Gefällt dir gut? Ich mag es auch sehr gerne. Das ist diese Asteiche, die ja, so einen gewissen Charme hat halt. Man muss halt aufpassen, dass es nicht erdrückt und daher eben diese weißen Klappen dazu. Und in dieser Kombination finde ich es einfach schön. So, und hier hat man große Schränke. Könnte das schon ein Kleiderschrank sein? Ich frage mal, nee, das ist wahrscheinlich fürs Bad. Ehrlich gesagt haben wir hier unten eine Stange drin zum Hängen. Ja. Das heißt, die Eigner haben jeder seinen eigenen Schrank. Einmal hier links, einmal rechts. Ich weiß jetzt nicht, wer welchen Schrank benutzt. Streit. Ja, so ist es halt, so ist es gedacht. Und ja, so haben die Kunden sich das selber überlegt und wollten das so haben, ja. Ja, meine Frau sagte das letzte Mal beim Einräumen, hat sie gesagt, mein Badezimmerfach ist nicht leer, ich fahre nicht mit. Das war einfach was. Und mein Sohn, okay. ja. Thema Reinigung, ja, das heißt auch hier, wenn ihr natürlich solche Badmöbel macht, ich nehme an, das ist jetzt speziell schon fürs Wohnmobil gebaut, hier das Waschbecken? Naja, aber das ist auch unser eigenes Waschbecken. Das heißt, wir haben hier, wie man sieht, eine Mineralstoffoberfläche mit einem eingelassenen Mineralstoffbecken, was flächenbündig ohne Kante eingelassen ist. Wenn du drüber fasst, merkst du, wie leicht sowas zu reinigen ist. Ja, das ist ja wichtig, oder? Es gibt nichts Schlimmeres, wenn da so eine Kante dran ist, wo sich dann irgendwas hinter sammelt. Und nein, das haben wir alle recht schlicht. Und Ich finde ganz schlimm, wenn du jetzt zum Beispiel dich rasierst, da sind die Haare vielleicht mal drin, ja, und du gehst so rum und die gehen einfach nicht runter, ja. Ja. Dann stehst du da musst du dich echt Gedanken drüber machen. Ansonsten hast du mit so Kleinigkeiten den Kunden sauer gemacht, die dann sagen, habt ihr das noch nie ausprobiert, so nach dem Motto. ja, aber jeder hat sich rasiert. Also, oder nein, nicht jeder, aber jeder Mann hat sich schon mal rasiert. Ja. Ich habe
mich gerade heute Morgen rasiert und hatte genau den Fall. Und das ist einfach ätzend. Also das geht hier halt super leicht. Ja, Alkoven bedeutet, ich habe unglaublich viel Platz. Ja, das heißt, der einzige Nachteil ist natürlich die Aussicht nach hier in dem Bereich, die ist natürlich nicht so wie beim voll integrierten. Dafür habe ich aber hinten das Panorama. Das habt ihr gut gelöst. Das heißt, wenn ich hier rausgucke, stark. Also die Sitzbank hinten, du hast es schon erwähnt, das ist nicht so oft, oder? Das ist eben das, was die Kunden unbedingt wollten, diese Rundsitzgruppe hinten. Das kennt man eigentlich von früher. Das kommt Wohnwagen, oder? Kommt aus dem Wohnwagen, genau. Was toll, eigentlich. Ja, das ist super gemütlich. Das ist wirklich toll. Vor allen Dingen, das sieht man jetzt vielleicht nicht so, weil die Holzjalousien runter sind, aber wenn ich die hochmache und alle 3 Fenster wirklich aufstelle und ich kann sie noch weiter aufstellen, als sie jetzt aufgestellt sind, dann sitze ich fast draußen. Stark. Das heißt, wenn du mal so lieb bist, mach die mal kurz hoch, bitte. Ja. Ich will nur einmal kurz den Leuten mal zeigen, wie die Rundumsicht ist, weil im Moment wirkt es noch ein bisschen eingesperrt. Und wenn du mal so lieb bist und immer gerade zumachst, das linke Fenster, das spiegelt nämlich ein bisschen und dann fahre ich einfach mal drum rum. Und Aussicht ist, glaube ich, wichtig. Stell dir mal vor, du stehst jetzt hier am Campingplatz und hast nicht den ersten Platz, was ja bei größeren Wohnmobilen gerne mal gemacht wird, dass sie nicht komplett die Sicht versperren. Und jetzt kann ich hingehen, habe hier links Panorama, kann rausgucken. Gut, hat natürlich einen kleinen Stoß hier und See rundrum. Und das Coole ist, es kann mir auch keiner so schnell reingucken, weil ich bin ja recht hoch. Ja, genau. Ich bin schön hoch. Ich schaue über alles drüber weg und habe im Prinzip alles im Blick. Und das macht es einfach echt gemütlich. Und man darf nicht vergessen, 9 Meter. 9 Meter. Krass. Riesen Küche. Patricia, hast du die mal abgeschritten? Kannst du schätzen, wie lang die ist? Mach mal. Länge. Da geht die Patricia 2,5 Mal rein. 3 Meter? Über 3 Meter. Und das in einem Fahrzeug 9 Meter. Also das weiß ich nicht, ob es das so oft gibt. Was ich hier auch super cool finde, man hat nicht irgendwie Angst, dass man sich den Kopf anstößt. Es ist super hoch. Ja, genau. Du bist jetzt wie groß? Ich glaube 1,84. Das funktioniert super. Aber auch die Stehhöhe variieren wir. Auch die Kunden können die Stehhöhe bestimmen. Diese Kunden sind jetzt auch nicht super groß, die sagen, oh, mehr brauchen wir nicht. Aber wenn da einer sagt, wir möchten 2,5 Meter, 2,10 Meter haben, gar kein Problem. Alphatronics, da habt ihr auf den Marktführer gesetzt im Bereich Fernseher. Das ist 32? Das ist ein 12 Volt Fernseher in 32 Zoll, genau. Das Schöne ist einfach diese 12 Volt Spannung. Das heißt, ich brauche meinen Wechselrichter nicht einschalten, ja, und kann einfach über die Batterien ganz normal Fernsehen schauen. Es gibt so einen Blindverbrauch, glaube ich, bei Wechselrichtern. Das heißt, die fressen Energie, auch wenn sie nur an sind, oder? Das ist der Nachteil. Wechselrichter nicht nutzen, aber doch anhaben im Standby heißt Stromverbrauch. Und das ist im Wohnmobil ja etwas, was man gar nicht will. Von daher ist das eben mit dem 12-Volt-Fernseher schon eine schöne Sache. Das ist aber jetzt kein Wohnmobil, sage ich jetzt mal. Die Kundenwünsche, die hierher kommen, die kommen nicht einfach her und kaufen jetzt eins. Es sei denn, ihr habt eins vorrätig da, sondern das wird individuell designt, richtig? Ja, immer nach Absprache mit dem Kunden. Der Kunde weiß in den meisten Fällen schon so ein bisschen, was er möchte. Und nach Beratung mit uns entstehen einfach die schönsten Autos. So ist es ja. Schlafbereich, das ist interessant gelöst. Das heißt, zur Not könnte ich ja noch hinten schlafen. Das heißt, also ich nehme an, dass es so tief ist, wenn man da die Polster wegnimmt, da hat man noch ein bisschen mehr Platz, da könnte das Enkelchen mitkommen. Oder kann man das umbauen, komplett zum Bett? Das kann man jetzt umbauen, genau, weil der Kunde auch sagt, na, vielleicht kommt mal unsere Enkelkinder mit. Ist aber eigentlich nicht so dafür gedacht. Also hauptsächlich ist Notfall. Eigentlich ist nur ein Notfall, genau. So, jetzt kurze Frage, wie viele Sitzplätze hat das Fahrzeug zugelassen hier? 2? Wir haben 2 eben im Fahrerhaus, die ganz normalen Fahrer-Beifahrersitze. Und zusätzlich haben wir hier hinten noch 2 Beckengurte, die man nutzen kann. Das heißt 4 könnten mitfahren. Somit habe ich 4 Anschnallplätze, ja. Okay, das heißt also, hat man einen Durchgang von vorn nach hinten? Nee. Ja, selbstverständlich. Der muss ja immer sein. Ansonsten dürfte ich mich während der Fahrt nicht hier hinten aufhalten. Also wenn keine ständige Sprech- und Sichtverbindung zum Fahrer möglich ist, dürfte ich hier hinten nicht während der Fahrt sein. Und das ist natürlich... Heiko, du musst das nochmal machen. Bitte, zieh es nochmal raus. Das ist die Treppe. Auf die Idee musst du erstmal kommen, die seitlich wegzuschieben. Ja, genau. Vor allen Dingen, was schön ist, die ist super stabil und auch super begehbar. Nicht so eine Hühnerleiter, sondern wenn ich auch nachts mal schlaftrunken bin, schaffe ich es, die Stufen zu treffen. Und ja, nur so macht es das komfortabel. Ja. Schön. Und die gleitet einfach? Ich nehme an, die ist unten auf Rollen, oder? Ja, die ist unten auf Rollen, die schiebe ich hier zur Seite. Verriegel das, so ist es während der Fahrt zum Beispiel.
Dann kann ich hier meine Schiebetür öffnen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, die Treppe seitlich da reinzuschieben und dass dann da die Tür zu dem Fahrerhaus ist. Ja, das ist aber auch der Trick. Ich habe es selbst nicht gesehen. Ich habe ja zu ihm jetzt nicht aus Spaß, hey, ich wusste es schon. Ja. Und da habe ich den Durchgang. Das heißt, ich kann dann nach hinten sprechen, kann... Es ist gut gelöst, Heiko. Ja, genau. Das, wie gesagt, es ist Vorschrift, um sich hier hinten aufhalten zu können. Wie gesagt, nennt sich ständige Sprech- und Sichtverbindung muss möglich sein und das ist hier gewährleistet und habe trotzdem dann nachher die Möglichkeit, wenn ich stehe, eben den Fahrerausbereich abzutrennen und habe dann im Prinzip mein Apartment hier komplett abgeschlossen, ziehe die Treppe raus und habe dann alles komfortabel zugänglich. Ja, was mir gut gefällt ist, ich sehe nichts mehr vom Auto. Das heißt, ich habe wirklich einen kompletten Wohnraum. Das Thema Pedale, Lenkrad, was mich ja noch daran erinnert, dass ich ja noch in einem Auto bin, ist dann ganz weg. Und ich bin quasi, warte, ich zeige erstmal das Bett, bevor wir jetzt mal die Komplettsicht mal machen. Ich bin in einem Haus, in einem Hotel, in einer Eigentumswohnung. Ja, genau. Das war eben auch die Anforderung des Eigners. Und das haben wir so umgesetzt. Und das ist sehr unterschiedlich. Der eine sagt, Mensch, warum kann ich nicht mein schönes Armaturenbrett sehen? Mhm. Ja, der steht vielleicht auf dem Integrierten. Gut, da habt ihr auch was. Da haben wir auch was, kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Und dann eben den anderen, der sagt, nö, ich möchte das abtrennen und so wie es hier dann der Fall ist. So, ich schau mal kurz aufs Dach. Was sagt meine Kamera? Ja, ihr habt wahrscheinlich Solar, habt ihr auch am Dach? Selbstverständlich, auch nach Absprache mit dem Kunden. Was will der Kunde machen? Wie will der mit dem Auto unterwegs sein? Fährt er von Campingplatz zu Campingplatz? Ist er viel am Außenstrom? Dann brauche ich sicherlich weniger Batteriekapazität und weniger Solar. Oder ist es der sagt, nö, ich fahre eigentlich recht viel und stehe selten am Campingplatz ohne Außenstrom. Und der braucht dann viel Solar, große Batteriekapazität, großen Ladestrom während der Fahrt. Ja, und so brauchen wir dann die Infos vom Kunden, was will er mit dem Auto machen. Könnt ihr beide euch mal hinten auf die Sitzgruppe setzen? Ich möchte mal gerade das Raumgefühl mal filmen, dass man das ungefähr mal sieht. Ich bin jetzt nicht ganz hinten und dass ihr euch einfach mal so hinsetzt und dass man sieht, wie stark man sich vereinzeln kann. Denn man hat hier tatsächlich 2 Türen, die ich schließen kann. Das Fahrzeug steht im Moment auf Hubstützen, jetzt gerade? Der ist abgesenkt in der Luftfeder und steht auf Hubstützen, ja. Er ist abgesenkt und steht auf Hubstützen. Und jetzt habe ich hier meinen Raum. Das Ganze ist eckig. Ich habe eine Wohnung. Ich habe kein Wohnmobil mehr. Ich bin praktisch jetzt über allem. So, und so wird es wahrscheinlich auch von vielen benutzt. Das heißt also, viele nutzen das teilweise monatelang, um jetzt irgendwo hinzufahren. Absolut. 4 Monate Spanien, weil sie sagen, Mensch, wir wissen nicht, wie die Situation ist. Wir können schnell wieder abreisen, wir können schnell anreisen, alles kurzfristig entscheiden. Deutschland ist auch super schön, wird auch viel gemacht. Jens Spahn hat gesagt, man soll in Deutschland Urlaub machen. Das Richtig. Kommt euch. Und das ist auch wirklich so. Also auch wir haben dieses Jahr in Deutschland Urlaub gemacht und immer wieder festgestellt, mein Gott nochmal, warum muss ich eigentlich so weit fahren? Mhm. Klar, wenn das Wetter jetzt noch mitspielt, ist es top. Aber dann brauche ich wirklich nicht Gott weiß wohin fahren. Und die ganzen Italiener sind auch in Deutschland mit der Gastronomie. Das Pizza kann man auch hier bekommen, ja. Ja, nee, das war Spaß. Also gerade im Saarland gibt es ja viele Italiener, ich nehme es zurück. Die machen gute italienische Küche. Eine Sache habe ich noch nicht gezeigt. Heiko, komm mal kurz zu mir. Wie liebevoll ihr das gemacht habt hier mit dem... Bis ich bei dir bin, weil ich diesen langen Weg beschreite. Hallo Heiko. Ich zeig mal gerade, ihr habt gleich 2 Elektrolüfter drin. Das macht Sinn? Ja, also über Dusche ist das einfach schön, weil ich dann sagen kann, ich kann meine Dampfrasen abziehen lassen und kann belüften. Ne? Genau, das heißt, ihr wollt ja auch keine Orchideen hier züchten hier drin, ja, genau. die irgendwas brauchen. Das heißt, aber das ist ein nettes Detail. Das heißt, ihr habt eine Abluft direkt über der Dusche drin. Man kann hier zumachen und es trocknet dann quasi von selbst. Und die Dusche, Heiko, geh mal kurz rein. Darfst du das? Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil ich Steinchen unter den Schuhen haben könnte. Nee, die Patricia hat, glaube ich, ja, du hast Gummi an. Dann schaust du erstmal drunter, Patricia. Kann mal kurz. Ist nichts, oder? Nee, so, sonst gibt es wieder böse Kommentare, wo Leute sagen, so 1,67 Meter, die ist angeschrägt, die Dusche. Das ist ja oft so, das heißt, die Besitzer, die sind jetzt nicht die riesen 2,20 Meter, oder? Genau, also auch das wird natürlich bei der Konstruktion berücksichtigt.
was für eine Stehhöhe brauche ich in der Dusche. Ganz klar, wenn ich jemanden habe, der 2 Meter hoch ist und dem eine Dusche verkaufe mit 1,95 Stehhöhe, ist der sauer. Also bespricht man das vorher und da überlegt man halt auch gleich, dass ich noch ein bisschen Platz für den Duschkopf brauche. Nein, und sowas passiert uns nicht. Und da kommt auch wirklich jetzt der Glasbauer, der das auch fürs normale Bad baut. Hier sieht man also auch die Anschlüsse. Das ist alles wie zu Hause. Ja, genau. Das ist generell so. Also nicht nur hier bei der Duschabtrennung, sondern bei allen Komponenten, die wir verwenden. Das sind haushaltsübliche Komponenten und dann sogar haushaltsübliche Komponenten, die noch etwas hochwertiger sind. Schön. Das Gewicht nochmal hier von dem Fahrzeug? Also wir haben 12 Tonnen als zulässiges Gesamtgewicht und das Leergewicht ist bei 9,2 Tonnen. Das heißt, ich habe mehr als 2 Tonnen Zuladung. So, gehen wir mal ganz nach hinten, dann blicken wir mal durch. Das hatten wir eben noch nicht. Letztes Mal, dass wir das machen. Heiko, wenn du mal kurz vorgehst, bitte. Ja. Andere Richtung. Genau. Sorry. Ja, die Leute möchten immer mal sehen. Das Problem ist beim Weitwinkel, der ist zwar schön weit, aber einfach mal eine Kamerafahrt durchs Auto machen, dass man mal das Raumgefühl sieht auf 7 Meter Länge. Das heißt beim Alkoven der Riesenvorteil, ich nutze von ganz hinten bis ganz vorne, richtig? Ja, genau. Also ich habe wirklich den kompletten Raum bis eben zur Trenntür und hier eben schön genutzt durch diese Rundsitzgruppe und durch den Schlafbereich oben überm Fahrerhaus, der jetzt keine zusätzliche Länge klaut. Ich bin neidisch. Also Alkoven habe ich nie gemocht, aber jetzt in der Aufteilung mit Heck, gut, jetzt muss man sagen 2 Personen, also ein Tod stirbt man immer und jetzt hier ein Hubbett einzubauen, da werden die Schränke weg, da wird die Stehhöhe weg. Das wäre natürlich auch so eine Sache. Also ich bin mir sicher, wenn wir uns gleich zusammensetzen und du möchtest bei mir ein Auto bestellen, dann lasse ich mir was einfallen, dass auch du dann vielleicht mit 4 Personen so ein Auto bekommen könntest. Ja, kommen wir genau mal auf das Thema zu sprechen. Das hier ist eine Verkaufsmesse, das heißt, Menschen können sich hier Sachen anschauen. Sie können aber auch, das Schöne ist, ihr habt alle Fahrzeuge hier, auch viele Kundenfahrzeuge, die, ich sag mal, toll und gelungen sind. Ihr könnt ja nicht, 100 Fahrzeuge vorhalten, die ihr individuell gebaut habt, ja. Und ich kann denn auch hier meinen Wunsch verwirklichen, wenn ich das möchte. Ja, total. Also das ist aber eben der Grund, warum wir hier, also speziell wir auf dieser Messe eigentlich nicht unbedingt direkt verkaufen. Warum? Weil wir einfach eine Beratung dem Kunden geben möchten und müssen. Und die Fahrzeuge eben individuell zusammengestellt werden. Das kann ich nicht hier innerhalb von 2 Stunden am Tisch machen, sondern da gibt es Zeichnungen dann dazu, da haben wir mit dem Kunden besprochen, wo fährst du hin, wie nutzt du das Auto, und das dauert seine Zeit. Das ist ungefähr vergleichbar mit einem Hausbau, kann man sagen? Absolut. Und so macht es eben am Ende für den Kunden Spaß, weil er wirklich sein Auto bekommen hat. Und er sagt nicht, oh, das hätte ich mir aber irgendwie anders vorgestellt. Nein, das ist wirklich sein Auto. Ein Unikat quasi. Ja. So, das hat auch seinen Preis, denn wenn man natürlich die Fahrzeuge nicht von einem Fließband baut, dann ist auch jedes Teil, was ich hier einbaue, das bestelle ich nicht 1000-mal in großen Stückzahlen. Und damit ist auch gerechtfertigt, dass das Fahrzeug etwas teurer ist wie die günstigsten in dieser Liga, richtig? Ja, das ist relativ. Das ist einfach so. Das Fahrzeug ist aber dennoch preiswert. Was ist preiswert? Nochmal, der kostet 410.000 Euro. Nee, das ist nur der Grundpreis. Ja, und dann? Weiter rechts unten gucken. 587. Da hast du den richtigen Preis. Das heißt, das ist der Preis mit der Ausstattung, so wie wir das Auto hier sehen. Ja? Mit einer Metallic-Lackierung, mit einer Markise, mit den Hubstützen. Da kommt halt alles dazu irgendwie, so wie es der Kunde haben möchte. Ja? So, nochmal. In der heutigen Zeit, Immobilien kosten ein Vermögen. Ja, das Geld, man kriegt keine Zinsen mehr. Viele Menschen gehen hin, die haben 5, 6, 7, 8, 9 Eigentumswohnungen. Man kann sie gut abverkaufen, man kann endlich reisen, man ist nicht zu Hause. Man trifft sich auch. Also ich habe gehört, das ist eine richtige Gemeinschaft von den Leuten, die diese Fahrzeuge fahren. Und das sind ganz normale Leute. Das ist nicht der, ich sag mal, Manager, der in Monaco die dritte Yacht hat, richtig? Nein, das ist das Schöne. Also wenn ich unsere Kunden anschaue, dann haben wir total normale Leute, wirklich die einfach Spaß am Reisen haben, ja, das bezahlen können, aber super umgänglich sind und ja, mit denen könnten wir heute Abend in die Altstadt gehen. Das ist wirklich so. Also viele haben ja, ich sag mal, ihr Geld auch gespart, muss man sagen. Die haben ihr ganzes Leben lang, ich sag mal, vielleicht auch was zurückgelegt. Man hat nicht immer alles ausgegeben und das ist vielleicht die Belohnung dafür. Jetzt sind die Kunden oft nicht ganz jung, richtig?
Ja, richtig. Wobei ich sagen muss, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat. Also wir haben auch heute schon Kunden, die ab Mitte 40 irgendwo mit uns sprechen und sich dann doch so einen Traum verwirklichen, weil die sagen, wir arbeiten so viel in der Woche, wir haben wenig Zeit. Und die wenige Zeit, die wir haben, wollen wir nicht auch noch in irgendeinem Hotel verbringen, wo wir nicht wissen, wie die Matratze ist, wo wir nicht wissen, wie es am Frühstück abläuft, wo wir uns irgendwie fein anziehen müssen. Nein, wir wollen unser Eigenheim dabei haben, dabei auf nichts verzichten und eben unsere Matratze, das Ei kocht 7 Minuten und nicht 8 Minuten und ich bin frei. Und ich überlege, fahre ich in die Richtung, weil es da schönes Wetter ist, oder fahre ich in die andere Richtung. Das kann ich ganz spontan entscheiden. Ja, jetzt hat ja 2020 hat euch ja in die Karten gespielt. Am Anfang war das nicht so sicher. Keiner wusste, wie geht es irgendwie weiter. Die Lieferketten waren unterbrochen. Ihr setzt stark auf Mercedes-Benz? Ja gut, das ist jetzt Zufall, dass wir hier auf diesem Stand jetzt gerade unsere Fahrzeuge alle von Mercedes-Benz sehen. Wir bauen auch auf MAN. Das kommt immer so ein bisschen auf die Tonnage an, welche Größe habe ich, was will der Kunde haben. Ja, und ja, jetzt ist es zufällig hier alles Mercedes, ja. Sehr schön. Ja, das ist hat das Kind einen Namen? Das ist ein Vario Alkoven 900 Ja. Und der Kunde oder die Kunden haben das Fahrzeug Albatros genannt. Warte, ich zeig's mal. Es steht vorne drauf, gell? Hinten am Heck. Hinten am Heck. Ja. Dass wir das mal zeigen. Das hat einen gewissen Hintergrund. Da steht's. Okay, auch das Design habt ihr mit den Kunden abgesprochen hinten. Selbstverständlich. Und wenn man das Logo sieht von dem Albatros und sich das Logo vom Atego, die Schriftzug vom Atego anguckt, dann sieht man da eine Verwandtschaft. Und das ist nicht von ungefähr. Sehr schön. Ja, es steht jetzt nicht Atego hinten drauf. Auch das könnte man bekommen. Ich habe gesehen, das Logo habt ihr innen verklebt. Ja, genau, innen und auch eben vorne am Fahrerhaus an der Front. Ja. Ja, sehr schön. Ich gehe noch mal kurz auf die andere Seite. Heck, das heißt die Gesamtansicht hier von der Seite. Und die Höhe nochmal, Heiko? Ungefähr? Wir sind bei 3,90 Meter, Ja. weil wir eben diesen extrem hohen Alkoven gebaut haben, um dort eben diesen Längsschläfer zu erreichen und da eben eine wunderschöne Kopfhöhe zu haben. Ich kann also wirklich auch sitzen oben im Alkoven und das als erwachsene Person mit einer vernünftigen Körpergröße. Und das macht es einfach von innen sehr, sehr schön und dadurch komme ich natürlich irgendwie auf eine Gesamthöhe Fahrerhaus Atego plus diesen gigantischen Alkoven da oben drauf. Ja, sehr schön. Ich zeige mal gerade die Hubstützen nochmal als kleines Detail zum Abschluss. Das nenne ich ja mal eine Hubstütze. Ja, genau. Wenn man die Zylinder sieht, sieht man, dass das recht stabil sein könnte. Und das ist sonst so am Wohnmobilmarkt nicht zu finden. Das ist eben reinrassiger Fahrzeugbau und wir gehen da recht robust dran. Und das macht uns eben aus. Wir bauen ja auch gewerbliche Fahrzeuge, zum Beispiel als mobile Banken. Ach so, das macht ihr auch? Auch das machen wir. Und das sind natürlich alles Fahrzeuge, die dann 300 Tage im Jahr 8 Stunden frequentiert werden. Ja? Und das muss dann funktionieren. Und da kann man nur mit einer gewissen Robustheit ran, weil ansonsten funktioniert das nicht. Sehr schön. Ja, wenn ich Interesse habe, ihr habt ein Team. Ihr seid aus welchem Ort seid ihr? Wir kommen aus Bohmte. Bohmte liegt bei Osnabrück. Ja, wenn du kommen möchtest, gar kein Problem. Wir sind da. Wir haben gerne Zeit für dich und wir können gerne was besprechen. Wenn ich ein altes Fahrzeug habe, ihr nehmt ja auch in Zahlung? Selbstverständlich. Okay, das heißt am besten mitbringen, da könnt ihr euch das schon mal angucken, richtig? Ja, genau. Das ist ja Heiko Hülsmann von der Firma Vario Mobil. Und wenn Sie Interesse haben, vario-mobil.com, da finden Sie alle Informationen. Und du bist kein Schauspieler, sondern du arbeitest wirklich dort. Ja gut, ich habe Fahrzeugbau studiert. Echt? Habe den gewissen Background, um zu wissen, was wir tun. Und also ganz ehrlich, es ist der schönste Alkoven, den ich je gesehen habe. Dankeschön, freut mich. Sehr gerne. Tschüss, Heiko. Tschüss.